Auf diesem Fall benutze ich zum Beispiel 2 Garne mit Baumwolle, ein Grau und ein Weiß zusammen und eine Nadelstärke 3,5 mm. Eine Zauberschlaufe. Ich erinnere nicht mehr, wie sagt man auf Deutsch, aber ich zeige und sicherlich verstehst du sofort, was ich meine. Okay, jetzt eine Luftmasche. Das ist meine Zauberschlaufe, siehst du, Zauberring. Also jetzt in diesem Ring muss ich 14 feste Masche arbeiten. Die erste Luftmasche ist nicht eine feste Masche, so jetzt die erste, dann die zweite, dritte, vierte und so weiter bis 14. Jetzt eine Kettenmasche in die erste feste Masche zu schließen. So. Eine Luftmasche in die gleiche erste Masche, eine feste Masche. In die zweite eine feste Masche. In die dritte eine feste Masche. Eine Luftmasche und Dreh und wiederhole ich in die erste Masche eine feste Masche, in die zweite eine zweite feste Masche, in die dritte eine dritte feste Masche. Eine Luftmasche drehe ich das Ganze und wiederhole ich 1, 2 und 3. Eine Luftmasche drehe ich das Ganze und gehe ich weiter so. 1, 2, 3 und so weiter bis die gewünschte Länge. Wenn Sie die richtige Länge für Ihren Gürtel erreicht haben, können Sie am gegenüberliegenden Ende einen Knopf annähen. Ich habe einen Häkelknopf genäht und dann oben auf einen Metallknopf als Verzierung angebracht.